Wo de Herr gewusst hat, dass die Pharisäer erkannt haben, dass Jesus mehr Jünger gewesen war und mehr Leute getauft war als der Johannes, aber es war nicht Jesus selber, der getauft hat, aber seine Jünger haben es getan, hat Judäa verlassen und ist wieder zurückgegangen in Galiläa. Auf dem Weg hat müssen durch Samaria gehen. In Samaria ist in eine Stadt gekommen, ein Sitcharkäse hat, nächst bei dem Feld, als der Jakob zu seinem Bub, der Josef, gegeben hat. Am Jakob sein Brunnen war dort und weil mit war von Laufen, hat Jesus sich dort an den Brunnen gekocht. Es war so an die 12 Uhr rum. Nu ist ein Weibsmensch von Samaria gekommen für Wasser kriegen, und Jesus hat gesagt zu ihr, gib mir einen Drink. Sein Jünger waren in die Stadt gegangen, für etwas kaufen zu essen. Nu hat das Weibsmensch von Samaria gesagt zu Jesus, du bist ein Jud, und ich bin ein Weibsmensch von Samaria. Woher fragst du mich für einen Drink? Die Juden haben nichts zu tun mit den Leuten von Samaria. Jesus hat ihr auch gesagt, wenn du wisst, was Gottes schenkt will, und wer am sauer ist, gib mir einen Drink, dat du ihn fragen, und det dir lebendig Wasser geben. Nu hat zwei Menschen gesagt zu ihm, du hast nichts fürs Wasser schöpfen mit, und der Brunnen ist tief. Wo kriegst du das lebendig Wasser? Bist du größer als unser Vater, der Jakob, wo uns der Brunnen gegeben hat, und und seine Kinder haben rausgedrungen und all sein Vieh? Jesus hat gesagt zu ihr, alle Äpfel, als das Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer das Wasser trinkt, was ich ihm gebe, wird nie nimmer durstig. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird ein Spring in ihm, als überläuft zu ewig Leben. Nu hat zwei Menschen gesagt zu ihm, gib mir so Wasser, so dass ich nimmer durstig werde und nimmer daherkommen muss für Wasser kriegen. Jesus hat nu gesagt zu ihr, geh und krieg dein Mann und komm wieder daher. Das Weibsmensch hat gesagt zu ihm, ich hab keinen Mann. Jesus hat ihr gesagt, du hast die Worte gesagt, dass du keinen Mann hast. Du hast schon 5 Männer gehabt und wann, als du now hast, das soll nicht dein Mann. Dort hast du die Worte gesagt. Das Weibsmensch hat nur gesagt zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unser Vorväter haben Gott angebetet auf dem Himmel, aber der Jude meint gleichzeitig Gott anbetet in die Stadt von Jerusalem. Nu hat Jesus zu ihr gesagt, glaub mir, Weibsmensch, die Zeit ist Kommen, wenn du nicht den Vater anbetest, du auf dem Himmel oder in Jerusalem. Der wisset nicht, was der anbetet. Wir wissen, was wir anbeten, weil die Seligkeit von den Juden kommt. Aber die Zeit kommt, und ist now schon da, wenn die, wo der Vater recht anbeten, beten ihn auch im Geist und in die Wahrheit. Dasselbe ist die Sattleid, dass der Vater sucht für ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, wo ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in die Wahrheit. Das Weibsmensch hat nur gesagt, ich weiß, dass der Messias kommen zählt, der Wann, wo Christus heißt, wenn er mal kommt, macht er alles bekannt zu uns. Nu hat Jesus gesagt zu ihr, ich bin ihn, der wo du am Schwätzen bist dazu. Just nu sind seine Jünger gekommen, sie waren verstand, dass er am Schwätzen war zum Weibsmensch, aber niemand hat gefragt, was wird du, oder für was schwätzt du mit ihr? Nu hat das Weibsmensch ihre Wasserschau dort gelassen, ist tricknei in die Stadt gegangen und hat gesagt zu die Leute, kommet und sehet den Mann, als mir alles gesagt hat, als ich das Leben gedu hab. Ist das nicht Christus?
Sie sind aus die Stadt gegangen und sind zu ihm gekommen. Und selbe Zeit sind die Jünger zu ihm gekommen und haben gesagt, Meister, dem etwas zu essen. Aber er hat gesagt zu ihnen, ich hab besser zu essen, als der nichts wisset davon. Nu haben die Jünger noch gefragt, hat jemand ihm Essig gebracht? Jesus hat gesagt zu ihnen, mein Essig ist für die Wille du von dem, der mich geschickt hat, und für sei Arbeit fertig machen. So es nicht, noch 4 Monate, noch kommt die Ernte. Ich sag euch, machet euer alle offen gucket, wie die Felder now schon weiß sind für die Ernte. Der, wo die Frucht abmacht, wird bezahlt, und er sammelt Frucht fürs ewig Leben, so ist der, was seht, und der, wo die Frucht erntet, sich all zwei miteinander freuen können. In dem ist es geschwätzt wahr, wo sagt, einer seht und der andere erntet. Ich schicke euch naus für sehr Ernte, wo dir nicht geschafft habt davor. Andere haben geschafft, aber der kriegt die Frucht von ihrer Arbeit. Viele Leute von dieser Stadt in Samaria haben geglaubt an ihn durch ein Weibsmensch ihrer Zeugnis, was sie gesagt hat. Er hat mir alles gesagt, was ich das Leben getan habe. Nur wo die Leute von Samaria zu ihm gekommen sind, haben sie ihn gefragt, vorbei ihnen bleiben, und er ist 2 Tage dort geblieben. Und viel mehr haben an ihn geglaubt, durch sein Wort. Sie haben nur zum Weibsmensch gesagt, es ist now nämlich durch dein Wort, dass wir glauben, für wir haben gehört für uns selber. Und wir wissen, dass Christus der Heiland von die Welt ist.